Hallo zusammen und welcome back. In this lesson, you will hear a simple A2 German story called Mein Leben mit Musik. If this level feels difficult, don't worry. On our channel, you can also find a simpler A1 version of the same story. You can turn on subtitles for extra help and read along with the PDF in the comments. And stay until the end for a fun German quiz. Viel Spaß! Mein Leben mit Musik. Ich heiße Sophia. Ich bin 24 Jahre alt und wohne in einer kleinen Wohnung in der Stadt. Ich arbeite in einem Büro und habe jeden Tag viel zu tun. Nach der Arbeit möchte ich oft einfach entspannen. Musik hilft mir dabei sehr. Musik ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Schon als Kind mochte ich Musik sehr gern. Mein Vater hatte zu Hause eine alte Gitarre. Ich fand die Gitarre immer interessant. Mit 10 Jahren bekam ich meine erste kleine Gitarre. Ich lernte einfache Lieder und spielte oft in meinem Zimmer. Früher hörte ich jeden Tag Musik. Ich sang laut mit und hatte viel Spaß. Manchmal stellte ich mir vor, dass ich auf einer großen Bühne singe. Ich war dann sehr glücklich. Eines Tages hatte ich einen schönen Traum. In dem Traum lernte ich Klavier und spielte ein schönes Lied. Seit diesem Traum möchte ich gern Klavier lernen. Vielleicht nehme ich bald Unterricht. Jeden Morgen höre ich Musik, bevor ich zur Arbeit gehe. Ohne Musik bin ich oft noch müde. Meistens höre ich ruhige Popmusik. Die Musik macht mir gute Laune und gibt mir Energie. Ich habe viele Musiklisten auf YouTube und Spotify. Meine Lieblingsmusikliste heißt Gute Musik am Morgen. Dort sind deutsche Lieder und entspannte Lieder. Im Bus höre ich oft Musik mit meinen Kopfhörern. Am Wochenende backe ich gern Kuchen oder Kekse. Dabei höre ich Musik in der Küche und singe manchmal mit. Musik macht das Backen viel lustiger. Manchmal tanze ich sogar in der Küche mit einem Löffel in der Hand. Meine Freunde hören auch gern Musik. Wir sprechen oft über neue Lieder und schicken uns Musikvideos. Musik bringt Menschen zusammen und macht mich glücklich. Deshalb kann ich mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen. Now let's go through a few keywords together, the ones worth remembering. Arbeiten. A verb that means to work. Example: Ich arbeite im Büro. I work in an office. Extra examples. Ich arbeite jeden Tag. I work every day. Er arbeitet in einer Schule. He works in a school. Möchte. A polite mode verb that means would like. It's used for polite wishes or intentions. Example: Ich möchte nach der Arbeit entspannen. I would like to relax after work. Extra examples. Ich möchte Klavier lernen. I would like to learn piano. Sie möchte Musik hören. She would like to listen to music. Helfen. To help. Helfen always uses the dative case. Mir, dir, ihm, ihr, uns. The person receiving the help. Example:
Musik hilft mir. Music helps me. More examples. Der Lehrer hilft mir. The teacher helps me. Kaffee hilft mir am Morgen. Coffee helps me in the morning. Seit. Seit is a time word that shows an action started in the past and still continues now. Example: Seit meiner Kindheit liebe ich Musik. Since my childhood, I love music. More examples. Ich lerne seit 2 Jahren Deutsch. I have been learning German for 2 years. Sie wohnt seit 2020 in Berlin. She has lived in Berlin since 2020. Als means when I was. Als is a time word used for one-time situations in the past, especially childhood or specific past moments. Example: Als ich Kind war, spielte ich Gitarre. When I was a child, I played guitar. Als ich 10 war, lernte ich Klavier. When I was 10, I learned piano. Als ich klein war, sang ich oft. When I was small, I often sang. Oft / manchmal. These are frequency adverbs. Oft means often, and manchmal means sometimes. These words tell how frequently something happens. In German, they usually come after the verb, or sometimes at the beginning of the sentence. Example: Ich höre oft Musik. I often listen to music. More examples. Ich singe manchmal in der Küche. I sometimes sing in the kitchen. Manchmal tanze ich. Sometimes I dance. Weil. Weil means because. It gives a reason. In German, after weil, the verb goes to the end of the sentence. Ich bin glücklich, weil Musik mir hilft. I am happy because music helps me. Ich lerne Deutsch, weil es interessant ist. I learn German because it is interesting. Ich bleibe zu Hause, weil ich müde bin. I stay at home because I'm tired. Now we will listen to the story again with only German subtitles and at a normal pace to practice your listening skills. But if you feel comfortable, you can skip to the question section. Mein Leben mit Musik. Ich heiße Sophia. Ich bin 24 Jahre alt und wohne in einer kleinen Wohnung in der Stadt. Ich arbeite in einem Büro und habe jeden Tag viel zu tun. Nach der Arbeit möchte ich oft einfach entspannen. Musik hilft mir dabei sehr. Musik ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Schon als Kind mochte ich Musik sehr gern. Mein Vater hatte zu Hause eine alte Gitarre. Ich fand die Gitarre immer interessant. Mit 10 Jahren bekam ich meine erste kleine Gitarre. Ich lernte einfache Lieder und spielte oft in meinem Zimmer. Früher hörte ich jeden Tag Musik. Ich sang laut mit und hatte viel Spaß. Manchmal stellte ich mir vor, dass ich auf einer großen Bühne singe. Ich war dann sehr glücklich. Eines Tages hatte ich einen schönen Traum. In dem Traum lernte ich Klavier und spielte ein schönes Lied. Seit diesem Traum möchte ich gern Klavier lernen. Vielleicht nehme ich bald Unterricht. Jeden Morgen höre ich Musik, bevor ich zur Arbeit gehe.
Ohne Musik bin ich oft noch müde. Meistens höre ich ruhige Popmusik. Die Musik macht mir gute Laune und gibt mir Energie. Ich habe viele Musiklisten auf YouTube und Spotify. Meine Lieblingsmusikliste heißt Gute Musik am Morgen. Dort sind deutsche Lieder und entspannte Lieder. Im Bus höre ich oft Musik mit meinen Kopfhörern. Am Wochenende backe ich gern Kuchen oder Kekse. Dabei höre ich Musik in der Küche und singe manchmal mit. Musik macht das Backen viel lustiger. Manchmal tanze ich sogar in der Küche mit einem Löffel in der Hand. Meine Freunde hören auch gern Musik. Wir sprechen oft über neue Lieder und schicken uns Musikvideos. Musik bringt Menschen zusammen und macht mich glücklich. Deshalb kann ich mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen. Test your understanding of vocabulary from the story with these fun questions before the timer runs out.
How did you score? Share your results in the comments. We'd love to hear from you.